Erfindungen, die die Welt im wahrsten Sinne des Wortes besser und gerechter machen, die kommen auch mitten aus Wien. Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs werden jährlich technische Unikate für und mit Menschen mit Behinderung entwickelt, um deren Alltag zu erleichtern. Und manche dieser Prototypen gehen in Serie und werden an Wiener Schulen eingesetzt. Laurenz ist 8 Jahre alt und geht in die 2b der Volksschule am Wilhelm-Kress-Platz in Simmering. Er ist großer Pokémon-Fan. Ich tue mal bei Pokémon Popo und Pokémon Arceus und Pokémon Schwert. Pokémon Schwert habe ich schon durchgespielt, da habe ich Delon besiegt. Im nächsten Schuljahr startet seine Klasse mit dem beidhändigen Tastenschreiben, einer Tätigkeit, die für Laurenz aus körperlichen Gründen unmöglich ist. Unterstützung kommt hier von einer technischen Innovation aus Wien, einer Einhandtastatur, die ursprünglich aus Bequemlichkeitsgründen entstanden ist. Ich bin eigentlich ein bisschen ein fauler Kerl und arbeite gern effizienter. Und da ich sehr viel mit Computer immer gearbeitet habe, da war einfach Telefonieren, beide Hände nutzen, irgendwo ein großes Thema. Und wenn man mit der normalen Tastatur schreibt, unterbricht man einfach seine Arbeitsschritte immer, wenn man die Hand anders benutzen mag oder muss. Und da war einfach die Überlegung, einen Kugelschreiber verwendet man auch nur mit einer Hand und nicht mit 2 Händen, weil es irgendwie logisch ist. Ein Zufall, der zu mehr Inklusion führt, wie uns die zuständige Pädagogin verraten hat. Das bedeutet dabei sein, nicht hineinholen, sondern dabei sein und bleiben. Und in unserem Fall bemühen wir uns einfach, das Know-how, das Besondere, hinauszubringen in die Regelschulklassen und dort auch wirklich die besondere Pädagogik anzuwenden. Erfindungen und Hilfsmittel wie die angesprochene Einhandtastatur werden jedes Jahr im Rahmen eines Ideenwettbewerbs von Studentinnen und Studenten mit Unterstützung der TU und des österreichischen Behindertenrats gefördert und entwickelt. So wie derzeit an der FH Technikum ein Blindenschriftdrucker. Inklusion. Es wird aktiviert dadurch, dass man es über eine App einspricht und das Eingesprochene wird dann an den Drucker gesendet und eben in dieser Brailleschrift ausgedruckt. Und der Einsatzbereich macht den Alltag von Menschen mit Behinderung, aber auch ohne, leichter. Daheim Post-its kann man irgendwo hinkleben, wenn eine sehende Person auch im Alltag mit dabei ist oder auch bei der Arbeit, damit man einfach Notizen hinterlässt, die was halt auch dann die Blinden sehen können oder ähnliches. Technisches Know-how eingesetzt für mehr Inklusion. Ich konnte nicht so gut da mit den Tasten machen, aber jetzt kann ich es gut. Dass ich, wenn ich mal groß bin, dass ich beim Computer arbeiten kann. Und auch für mehr Freude an der Schule.